Herzlich willkommen, Waage, auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im Herbst 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's. Für Waage bitte. Was kommt auf Waage? Gut, das ist zu viel. Das sind 3 Karten. Was kommt auf Waage im Herbst zu hier 9 der Stäbe? Ja, die Vergangenheit, Waage. Die kommt hier auf dich zu. Einerseits eine Person, wo du ja argwöhnisch schaust, weil hier gab es Verletzungen. Es geht ja hier mit der Karte um den verwundeten Krieger. Einen Stab habe ich noch, aber mit diesem kämpfe ich. Und dieser Mann ist in den meisten Fällen ein Mann, wird hier aber intuitiv, wird er sehr langsam auf dich zukommen. Ein Stab noch, das ist ja das Ass der Stäbe, dann sind wir bei den 10 der Stäben, der wird alles tun, damit er dein Vertrauen wieder erlangt, aber jetzt nicht im manipulativen Sinn, sondern das meine ich schon im positiven Sinn, weil der einfach, ich bekomme herein, der hat seine Lektion gelernt, der hat selber Fehler begangen und dem ist es aber auch irgendwie, also sein Verhalten dir gegenüber ist ihm wiedergespiegelt worden. Der weiß jetzt, wie es sich anfühlt, in deiner Haut zu stecken. Sozusagen hat er sein Karma bekommen und möchte sich hier jetzt langsam annähern. Ich habe hier auch die Reue, also dem geht's nicht gut. Der möchte aber hier wieder mit dir andocken und weiß halt noch nicht wie, weil sich der selbst schämt für sein eigenes Verhalten und dass er dich halt so behandelt hat. Ich weiß jetzt nicht, was da genau vorgefallen ist. Vielleicht gab es böse Worte oder war das einfach der Umgang mit dir, dass der keine Wertschätzung dir gegenüber gezeigt hat, aber allen anderen immer gezeigt hat, wie toll sie nicht sind. So auf diese Art und Weise kommt mir hier einfach rein. Und das, was ich abseits von der Liebe reinbekomme, ist, dass es hier etwas gibt, das du gerne umsetzen möchtest oder vielleicht auch beruflich umsetzen musst, sozusagen. Und du hier irgendwie, ja, dir das nicht zutraust, auch wenn sie nicht die 8 der Schwerter sind, aber ich bekomme wirklich rein, dass du dir das irgendwie nicht zutraust. Und das hat aber einfach mit deiner Vergangenheit zu tun, dass da irgendwie noch so alte Wunden oder Glaubenssätze gibt. Da gilt es einfach, dass du dich hineinfühlst, dass du dir das Ganze ansiehst, weil diese Situation kommt bewusst auf dich zu, damit du dir alten Schmerz sozusagen ansehen und aber auch heilen kannst, dass du dir diese Sache zutraust, weil in dieser Sache liegt irgendwie Erfolg. Also entweder kommst du beruflich dann weiter oder auch finanziell, beziehungsweise kann das hobbymäßig dann eben auch, ja, vielleicht zur Selbstständigkeit führen oder dir zumindest ein zweites finanzielles Standbein bringen. So, das bekomme ich jetzt einmal rein, aber wir schauen einmal weiter, bitte. Was kommt auf Waage? So, Königin der Münzen, aber umgedreht. So, und hier im Unterdeck habe ich 17 große Arkana Sternkarte. Waage, komm in dein Gleichgewicht bitte. Hier mit der Königin der Münzen, da kommt mir einfach rein, dass du dadurch, dass du dich ja dieser Sache nicht, ja, ebenbürtig ist ein Blödsinn, aber dass du dich dieser Sache nicht gewachsen fühlst, kommst du hier aus deinem Gleichgewicht, ich nehme das hier jetzt nicht finanziell wahr, aber deine innere Stabilität, die ist hier unausgeglichen und es gilt hier wirklich, dass du auf dich selbst hörst, dass du dir das Ganze anschaust und auch dein Umfeld, dass du dir das anschaust. Gibt es hier irgendwelche negativen Menschen, die dir immer sagen, geh Waage, lass das doch, das kannst du ohnehin nicht, das bringt kein Geld, das ist Blödsinn, so viele Leute machen das und das willst du jetzt auch machen, das kostet so viel Zeit. Schau dir hier, ich muss jetzt einmal die Königin der Münzen umdrehen, damit ich es dir zeigen kann. Schau dir bitte hier dein Umfeld an. Denn du siehst ja die Königin der Münzen, wie prächtig das alles ist. Hier erblüht etwas. Du siehst auch hier den Hasen, hier wächst etwas. Das ist eine schöne Umgebung. Hier auch mit dem Gelb. Das steht ja nicht nur für die Spiritualität, sondern auch für die Freiheit. Und die Münze, das Ass der Münzen. Also hier gibt es eine Chance,
die eben zu deinen 10 der Münzen führen kann. Das heißt, finanziellen Wohlstand, Stabilität, familiäres Glück, aber auch innere Ausgeglichenheit. Und hier schau bitte einfach vielleicht, sortiere einmal in deiner Wohnung aus, miste aus, du kannst auch deine Wohnung räuchern, aber hier bitte aufpassen, was du verwendest. Ich würde hier einfach nur Salbei oder Rosmarin empfehlen. Das ist leicht zu besorgen, du brauchst jetzt nicht irgendwelche exotischen Kräuter, die teuer sind und auch hier nicht so in unsere Kultur passen, aber das ist was anderes. Hier reichen einfach Kräuter, die du leicht besorgen kannst, dass du einmal deine Wohnung oder wie auch immer ausräucherst, dich von negativen Energien befreist. Das merkst du auch einfach, wie geht's dir? Bist du oft müde? Bist du ständig ängstlich? Machst dir Sorgen oder hast doch so eine innere Unruhe? Kannst du auch schlecht schlafen? Und wenn es hier keine anderen Ursachen dafür gibt, dann ist es meist ein Zeichen, dass hier einfach negative Energien sind. Und davon solltest du dich befreien, denn hier liegt die Wunscherfüllung. Es ist der Stern, also die Aussicht auf eine positive Zukunft, aber eben auch auf Heilung. Einerseits für diesen Mann bist du die Wunscherfüllung und andererseits möchte der aber auch, dass du dich mehr um dich selbst kümmerst, dass du dich nicht für andere aufopferst und immer zur Stelle bist, wenn dich irgendjemand braucht, sondern dass du deine Priorität in deinem Leben bist, denn nur wenn es dir gut geht, kann es auch anderen Menschen gut gehen. Und das ist auch selbst, wenn du Mutter bist und sagst, ja, mein Kind, das ist völlig egal, dein Kind bekommt das mit und wenn du unausgeglichen bist und vielleicht dein Kind anschreist oder sonstiges, das ist jetzt auch nicht positiv. Also schau bitte hier mehr auf dich, gönn dir hier Pausen, Bücher lesen, wie auch immer, einfach, dass du runterkommst und dich mehr entspannen kannst. Und dennoch pass mir bitte auch hier bei den Finanzen auf, dass du nicht unnötig Geld ausgibst oder irgendwelche, ja, jetzt kommt wieder Amazon Prime Day und bald kommt wieder, ja, wie heißt das? Black Friday. Pass da bitte auf, dass du nicht unnötig Geld ausgibst, weil auch das sehe ich hier mit der Königin der Münzen umgedreht. Konzentriere dich auf das, was du wirklich brauchst und schau wirklich, benötigst du das oder kaufst du das, weil das jemand anderer hat oder nur weil es billig ist. Und hier eben auch, dass du hier ein wenig bodenständig und ja, geerdet bist. Aber es kann nur positiv werden, Waage. So, okay, das sind mir zu viele Karten. Okay. Die 3 Karten gebe ich wieder rein. So, okay. So, 6 der Stäbe hat sich umgedreht. So, das riecht man wieder alles. Sehr interessant, die 6 der Stäbe waren nämlich auch bei den anderen Legungen. Also, wie gesagt, trau dir das zu, du hast hier die Chance, auch hier mit den 6 der Stäben, das ist der Erfolg einerseits in der Liebe, aber andererseits eben auch beruflich bzw. finanziell. Das, was du dir nicht zutraust, das kannst du. Du bist hier erhaben, du hast hier den Überblick, die anderen kommen zu dir. Warum? Weil du eben den Überblick hast, du hast vielleicht die Erfahrung und diese Erfahrung macht dir einfach zu nutzen. Und dieser Mann wird hier auf dich zukommen, der möchte dich erobern und wie ich es vorhin schon gesagt habe, der wird hier einen Stab nach dem anderen werfen. Das sind so kleine Funken, weil der einfach schauen möchte, das sind so kleine Annäherungen. Das ist jetzt nichts Großes, sondern einfach etwas Kleines. Also der wird dir vielleicht schreiben, wenn du dann nicht reagierst, wird der vorbeikommen. Wenn du nicht aufmachst, wird er dir einen Brief schreiben, ja. Oder beziehungsweise, wenn du den blockiert hast, andersrum. Oder wenn er dich blockiert hat irgendwo, dann wird er dich entblockieren. Plötzlich siehst du wieder seinen WhatsApp-Status, plötzlich siehst du wieder seine Instagram-Stories oder wie auch immer. Also es ist etwas Kleines, es sind lauter kleine Funken, um dir zu zeigen, hallo Waage, ich bin da und jetzt komme ich wieder zurück zu dir, weil ich möchte mit dir reden, ich möchte mich hier mit dir aussprechen und eben auch wieder Harmonie reinbringen. Auch das bekomme ich mit dem Stern rein und vor allem den Frieden. Also er möchte wieder den Frieden mit dir selbst, wenn du sagst, du
der kann dir gestohlen bleiben, er möchte wenigstens ein klärendes Gespräch mit dir, damit ein Schlussstrich gezogen werden kann und damit du weitergehen, aber auch er weitergehen kann und hier nichts mehr zwischen euch steht. Also ihr sprecht euch aus und der Ausgang ist dann bei jedem anders, aber damit etwas einfach heilen kann. Weil jetzt nämlich irgendwie so, ja, man hat sich vielleicht getrennt, aber dennoch fühlt es sich nicht so an, als wärt ihr für immer auseinander. Also irgendetwas ist noch zwischen euch und das soll einfach aus der Welt geschafft werden. So, ein letzter Impuls für Waage, okay. Ja, na der Turm. 16. große Arkana und hier habe ich die 18. große Arkana, das ist der Mond. Also Waage, das, wo du zögerst und glaubst, du kannst das nicht oder du kannst das nicht so, wie man das von dir gerne hätte, wie auch immer, du kommst da ohnehin nicht, ja, drum herum. Wenn du da zögerst und wenn du sagst, nein, ich mache das lieber nicht und hin und her, ja, das Universum hier mit dem Turm, also das ist eine große Arkana, auch hier mit dem Mond, das kommt von außen, das kommt vom Universum und das steigt dir so quasi auf die 10. Wenn du sagst, nein, du machst es nicht oder du zögerst das raus, dann kommt hier das Universum, tritt hier in Aktion und macht dir Feuer unterm Hintern und dann kommt es einmal zu einer Explosion und du kannst dann gar nicht anders als aus deiner Komfortzone rausgehen. Du hast hier den Mond, das ist so die Krebskarte, der Krebs muss hier aus seiner Komfortzone raus und hier macht sich auf den Weg in etwas Unbekanntes und das ist ja vielleicht, ja, wir Menschen wollen halt nicht in etwas Unbekanntes, das macht uns Angst, wir Menschen wollen Kontrolle, wir wollen wissen, wo schlafen wir heute, wo duschen wir uns etc., wie geht es morgen weiter, wir wollen einfach Stabilität, wir wollen Planung und die bekommen wir aber oft nicht und ja, wie gesagt, das Ganze kann sich im ersten Moment ja schlecht anfühlen. Die wird vielleicht auch etwas weggenommen, das ist so dieser Weckruf vom Universum, aber wie gesagt, du bist ja einfach aufgerufen, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen, eben auch auf deine Intuition, die habe ich hier auch mit dem Mond und dich auf das Unbekannte einzulassen. Und ja, Waage, ich weiß, das ist schwierig, überhaupt als Luftelement, wo man mehr im Verstand ist, wo man analytisch und logisch die Dinge ja, denkt und einfach auch Struktur und einen klaren Plan haben möchte. Aber hier die 2 Türme, das siehst du auch auf der Todeskarte, deswegen habe ich sie jetzt gesucht. Du siehst ja hier die 2 Türme, hier die Sonne, der Hierophant, die Herrscherin, so, jetzt haben wir glaube ich alle. Und hier ist die Vergangenheit, du sollst dich von dieser Vergangenheit lösen, du sollst hier alte Muster loslassen und auch dieses Gefühl, etwas nicht zu können oder nicht so, wie andere es haben wollen. Das Ganze wird dir weggenommen, damit du hier in die Sonne reiten kannst zum Erfolg, zum Positiven, weil das, was du hier machen sollst, ist wichtig für dich. Das bringt dich nicht nur mehr in deine eigene Kraft, mehr in deine Mitte, sondern hier auch langfristig zum Erfolg, habe ich das Gefühl. Einerseits hier mit dem 6 der Stäben und andererseits hier auch mit dem Ass der Münzen, mit der Königin der Münzen. Hier eben auch mit der Herrscherin, dass du mehr in deine weibliche Kraft gehst, in dieses Kreative. Und selbst wenn du mir als Mann zuschaust, hier geht es einfach um Kreativität, um etwas zu gestalten und du lässt Altes hier einfach los und gehst in eine neue Zukunft, in etwas Besseres. So, und liebestechnisch, das Ganze kann plötzlich passieren. Der hat Sehnsucht hier mit dem Mond. Du siehst das natürlich nicht kommen. Du wirst das Ganze vielleicht intuitiv spüren, auch vielleicht da tut sich irgendetwas, du kannst das Ganze aber nicht benennen, bist dann vielleicht noch unruhiger als sonst. Aber dieser Mann kommt hier auf dich zu und er wird nicht mehr so sein wie früher. Warum? Erstens, wie gesagt, der hat sein Karma bekommen und auch der hat hier seinen Weckruf erhalten. Und bei dem war das viel schlimmer als das, was da bei dir passieren kann, wenn du dich dieser Aufgabe sozusagen entziehst. Der hat hier wirklich gelitten, das bekomme ich rein und der hat sich auch von seinen Ängsten getrennt, beziehungsweise
der wird sich von seinen Ängsten trennen, damit er auf dich zukommen kann. Und wie gesagt, der ist nicht mehr so wie früher. Wenn der vorher ein Idiot war, dann ist er kein Idiot mehr. Wenn sich der nie irgendwie um dich gekümmert hat, dann wird er jetzt einfach einfühlsamer, schaut auf dich und geht auf dich ein. Das, was ihr miteinander hattet, und dann nehme ich natürlich den negativen Sinn wahr, das wird es nicht mehr so geben. Der hat sich verändert und er möchte auch an eurer Beziehung arbeiten. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.